Hallo, herzlich willkommen auf dem Weg des Scheiterns. Schön, dass du dich hierher geirrt hast. Mein Name ist Nina. Auf der stetigen Suche danach, wie etwas besser laufen könnte, stelle ich immer wieder fest, dass sich oft gerade dann Möglichkeiten für Erkenntnisse öffnen, wenn etwas nicht wie geplant verläuft. Das Scheitern erscheint dann plötzlich als eine Art Spur, die zu etwas führt, das von Menschlichkeiten erzählen kann. Solchen Spuren möchte ich in den Episoden dieses Formats folgen. Vielleicht kann dir der ein oder andere Gedanke eine Reisebegleitung sein. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Hören und alles erdenklich Gute für deinen ganz eigenen Weg. Grüß dich. Frag mich nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass es heute dran ist, über ein sehr merkwürdiges, interessantes und vermutlich jedem Menschen bekanntes Phänomen zu sprechen. Ich behaupte jetzt jedem Menschen, ich weiß es natürlich nicht, aber es ist ein präsentes Phänomen. Und das ist das Schaumschlagen. Das Schaumschlagen und das Schmeicheln oder Schleimen. Und was mir als erstes auffällt, ist, dass die Worte sofort etwas in mir auslösen, das mit verächtlichem Blick darauf schaut. Also eine sehr schnelle Position dazu einnimmt, die auf diese Phänomene nur insofern schaut, als dass sie streift. Also der Blick möchte es eigentlich gar nicht wirklich sehen und gar nichts damit zu tun haben. Das ist gerade die erste Reaktion. Wobei natürlich ich jetzt in dem Fall mich gar nicht davon frei machen könnte, niemals mich irgendwo eingeschleimt oder Schaum geschlagen hätte. Das wäre gelogen. Aber sowohl ist es gar nicht so leicht, das vor sich selber zuzugeben und jetzt auch öffentlich, noch ist es offensichtlich angenehm, auf vorgestellte Szenarien zu schauen oder Erfahrungen, vielleicht auch erfundene Geschichten, in denen das jemand anders tut. Also es scheint etwas höchst Unangenehmes daran zu geben. Aber es geschieht doch so viel. Also es geschieht so häufig. Und es ist irgendwie auch Teil des kulturellen Spiels, das wir spielen. Es ist überall. Warum wird also so wenig, zumindest für meinen Geschmack, so wenig darüber gesprochen, wie sich das zeigt und wie es aufgebaut ist, was vielleicht die tatsächlichen Gründe sein könnten oder noch nicht ganz vernommene Gründe sein könnten, Schaum zu schlagen. Und was beim anderen passiert, den das erreicht. Und was passieren würde, wenn das ausbliebe. Und was passiert, wenn das Schmeicheln scheitert. Denn ich glaube, dort liegt eine Situation, die eine Störfrequenz ist, die etwas erschüttert, wenn das
Jetzt mal etwas positiver ausgedrückt, wenn das Kompliment nicht landet, dann zeigt sich, was mit dem Kompliment gemeint war. Wenn das Kompliment ein reines Kompliment war, in dem Sinne, dass jemand die Absicht hatte, beziehungsweise die Lust hatte, einem anderen Menschen gegenüber auszudrücken, dass ihm etwas gut gefällt und dass er etwas schätzt, was dieser Mensch getan hat oder tut, und nicht im Gegenzug erwartet, dass eine bestimmte Reaktion auf dieses Kompliment zurückkommt, dann könnte man sagen, handelt es sich um ein solches? Aber interessanterweise gibt es ja auch die Situation, dass ein Mensch darauf gar nicht anspringt. Oder vielleicht nicht in der Weise anspringt, wie der Mensch, der das Kompliment gemacht hat, sich das vielleicht wünscht. Und dann wird etwas klar, nämlich was der Anlass war für warme Worte, für Sympathie, also für den Ausdruck von Sympathie mit etwas oder jemandem. Das ist es scheinbar, ja. Naja, wir haben jetzt sozusagen hinten angefangen. Was passiert, wenn es nicht klappt, wenn es scheitert? Ja, also wenn es nicht landet und wenn es nicht die Gegenresonanz, also wenn der Mensch, der das Kompliment erhält, nicht in Resonanz zu dem Kompliment geht. Ich denke, dass sich da mehreres ausfächert, was eine unglaubliche Erschütterung auslösen kann. Und das ist einmal ganz fundamental, dass in Frage steht, dass es wichtig wäre, Beachtung für das zu finden, was man tut oder ist. Das heißt, dass das soziale Spiel, das ja so sehr darauf beruht, dass wir diese Achtung voreinander erzeugen und uns den Respekt verdienen unserer Mitmenschen, als müsste man das wirklich tun. Aber diese ganzen Dinge beschäftigen uns den ganzen Tag. Sie beschäftigen uns, seit wir sehr klein sind, und sie beschäftigen uns dann auch teilweise bis zum Tod. Und wenn das plötzlich auf dem Spiel steht und ein Mensch ausdrückt, nun ja, schön, dass du das so wahrnimmst, aber es ist mir eigentlich egal. Es ist ein Selbstzweck, was ich hier mache. Oder ich weiß, also jetzt in dem Beispiel, irgendeine Person bekommt das Kompliment und sagt oder drückt aus, ich weiß das, dass es gut ist. Also tut nicht mal überrascht. Diese Fälle gibt es ja auch, und das muss nicht unbedingt was mit Arroganz zu tun haben, sondern oder Borniertheit, sondern es kann ja tatsächlich bedeuten, dass es für einen Menschen gar nicht mehr zählt. Ob das Feedback, die Rückmeldung bestätigend ausfällt, sondern das, was dieser Mensch vielleicht tut und vollzieht, ist sich selbst bestätigend. Oder Bestätigung fällt insofern weg, als dass die Bejahung dessen, was gemacht wird, schon durch das Tun gegeben ist. Also vorher stattgefunden hat, dass die Bejahung sozusagen in der Erlaubnis liegt und sich darin ausdrückt, dass es geschieht. Und dann könnte es eben höchst irritierend sein für einen Menschen, dem es vielleicht viel bedeutet, ein
paar bestätigende Worte zu bekommen oder auch an jemanden zu richten. Und nichts daran ist sicherlich falsch. Aber es wird sozusagen etwas aufgerüttelt, nämlich diesen Mythos, dass das notwendig wäre, um zu entscheiden, was man tut, wie man sich verhält, wie man handelt. Das andere, was möglicherweise passiert, wenn jemand dieses, ich sag mal, Angebot zur Verstrickung ausschlägt, also das Lob sozusagen das sein lässt, was es ist, aber eben nicht erreicht wird davon, wenn jemand nicht davon beeinflusst wird, dass Lob kommt, hat er auch ein Angebot ausgeschlagen, dieser Mensch, in eine Art Tauschhandel zu gehen, bei dem vielleicht deutlich wird, dass es überhaupt nicht darum geht, auszudrücken, dass man etwas ganz Bestimmtes feiert, sondern vielleicht einfach den Tauschhandel des Feierns, des Gegenseitigen vollzieht. Auch daran muss gar nichts falsch sein. Aber wenn das jemand nicht eingeht, fühlt sich das vermutlich so an. Ich kenne das sicherlich auch selbst. Fühlt sich das so an wie die ausgestreckte Hand, die man hinhält und der andere Mensch nimmt sie nicht. Das ist eine schwierige Situation. Und plötzlich fühlt man sich abgelehnt. Also das ist das Risiko, das ein Mensch eingeht, wenn er sich an jemanden wendet, um ihm gegenüber auszudrücken, dass man ihn schätzt. Man macht sich damit eigentlich verletzlich. Man macht sich verwundbar, wenn man es ernst meint, wenn es einem darum ging. Das ist für mich der große Unterschied zum Schaumschlagen. Also Schaumschlagen und Schleimen. Ich liebe es, mir die Dinge irgendwie bildlich vorzustellen. Und beim Schaumschlagen ist es exakt so, wie das Bild sich zeigen würde. Das heißt, es gibt eine Flüssigkeit und in dieser Flüssigkeit ist eine Art Seifenlauge oder etwas, das in der Lage ist, Schaum zu bilden. Und dann wird ein Wirbel erzeugt, eine Bewegung erzeugt, die dann Luft und die Wasseroberfläche oder die Flüssigkeitsoberfläche auf eine Weise vermischt, dass ein neues Gebilde entsteht, das eine bestimmte Konsistenz hat, also anfassbar ist und sich unterscheidet von der Flüssigkeit und auch von der Luft und dennoch irgendwie zerknautscht wird, was noch zu viel Substanz bezeugen würde als Wort, aber das wird ja irgendwie, der Schaum wird auseinandergenommen, wenn man ihn berührt und wenn man versucht danach zu greifen. Das heißt, man greift auf etwas, aber man greift gleichzeitig auch irgendwie ins Leere. Und man erschrickt unter Umständen, wenn man nicht verstanden hat, dass es sich um Schaum handelt. Man erschrickt, wenn man plötzlich in die Flüssigkeit greift oder auf den Untergrund darunter. Und das ist, was geschieht, wenn wir Schaum schlagen, also wenn wir als Schaumschläger auftauchen. Wir haben die Substanz, die Flüssigkeit und wir erzeugen darüber eine Oberfläche, eine oberflächliche Struktur, die aus wenig viel macht, eine andere Landschaft zeigt und das verbirgt, was darunter ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Und auch etwas erzeugt, das unter Umständen Reflexe von Licht streut. Das heißt, also Schaum kann zum Beispiel auch irgendwie glitzern und diese Seifenblasen bilden. Auf jeden Fall etwas, das anders auf Licht reagiert als diese Flüssigkeit.
Und was ich gerade auch in diesem Bild sehe, ist, wie es gibt eine Fläche aus Schaum und ein Mensch, der auf das auf den Schaumschläger hereingefallen ist, auf den Schaum selbst, sieht darin einen Ort, wo er sich niederlegen kann, wo er sich es bequem machen kann und versucht sich auf den Schaum zu legen und fällt mit dem Arsch auf den Boden und erkennt plötzlich, worum es sich eigentlich handelt. Ja. Und das ist entweder etwas, das ein Mensch bezüglich seiner eigenen Erscheinung oder Identifizierung mit etwas vollzieht, das Schaumschlagen, als auch was er natürlich mit anderen macht. Aber es geht, glaube ich, beim Schaumschlagen vor allem um einen selbst. Wenn man andere beschaumschlägt, glaube ich, geht es darum zu demonstrieren, dass man in einer speziellen Beziehung zu diesem Menschen steht. Also am Ende auch wieder um sich selbst. Es dreht sich alles darum, ein Gebilde um sich selbst herum aufzubauen, das nach mehr aussieht, als es ist. Das die Illusion einer Konsistenz herstellt. Und was ich sehe, ist diese Person, die die ganze Zeit den Schaum schlagen muss. Das ist eine unglaublich anstrengende Tätigkeit. Denn der Schaum kann ja auch wieder zusammenfallen. Das heißt, das wird er irgendwann wahrscheinlich sogar, wenn es sich nicht um Bauschaum handelt. Aber wenn er dann zusammenfällt, muss man eben wieder von vorne anfangen und diesen Wirbel wieder erzeugen und Luft und Flüssigkeit miteinander so vermischen, dass sie zu dem wird, was Dekoration ist. Ich überlege gerade, ob mir was Positives dazu einfällt. Und ja, ich denke, es gibt Orte, wo Schaum eine gute Idee ist. Also ob das eine Badewanne ist oder auf einer Tasse Cappuccino macht sich Schaum extrem gut. Und natürlich auch auf gewissen Partys auf Mallorca, bei denen ich gar nicht weiß, ob sie heute noch stattfinden. Aber auch dort ist Schaum eine sinnvolle Sache. Zwischenmenschlich allerdings erzeugt es eine falsche Silhouette. Und Schaum, der auf Schaum trifft, neigt, so würde ich es mir jetzt vorstellen, dazu, einfach zu verschmelzen. Und eigentlich eine Kontaktvermeidung. Der Schaum verschmilzt die oberflächlichen Dinge, die man vielleicht teilt oder bewundert und sich gegenseitig zuspricht, die vermischen sich, die vermengen sich und dann gibt es wie eine oberflächliche Verschmelzung des Schaums, aber das verdeckt das, was darunter ist. Das kommt vielleicht überhaupt nicht in Kontakt. Und es bleibt irgendwie ganz fad in meinem Bild, also in der Vorstellung. Und ähnlich ist es mit dem Schleim. Auch da haben wir wieder einen Teppich aus Schleim, der ausgelegt wird, der vielleicht signalisiert, der Boden ist hier nicht so hart. Und ein Mensch, der darauf anspringt, dem das erreicht, bekommt vielleicht tatsächlich Lust, sich davon einbalsamieren zu lassen und dann vielleicht auch ein bisschen geschützt zu sein durch den Schleim.
Da könnte was dran sein. Und das ist eben aber auch etwas, was, nehmen wir eine Wunde, vielleicht ist das ein gutes Beispiel. Einem Menschen ist etwas nicht gelungen, etwas ist gescheitert. Und dann ist vielleicht ein Riss entstanden in dem Selbstbild. Und dieser Verletzung begegnet ein anderer Mensch mit Schmeicheleien, also mit Schleimen, und klebt diese Verletzung wieder zu. Es ist erst einmal nachvollziehbar. Es fühlt sich vielleicht wieder intakt an, weil der Schleim eine Art Konsistenz hat, die nicht ganz so weit entfernt ist von dem, was man vorher gespürt hat. Und man sich vielleicht wieder etwas intakter fühlt. Gleichzeitig kann es sein, dass in der Verletzung vielleicht noch Splitter übrig geblieben sind oder Bakterien vielleicht. Und dann darunter eben sich das Ganze doch entzündet, aber von außen weniger sichtbar ist, weil darüber eine Schicht gelegt wurde, an der der Wind gewissermaßen abrutscht und das, was darunter passiert, vielleicht weniger spürbar macht. Und das andere, was ich gerade sehe in diesem Bild, ist der Mensch, der schleimt, macht sich den anderen vielleicht auch wieder intakt, also macht, dass diese Verletzung nicht mehr klafft und hat vielleicht davon auch etwas. Und nicht mehr. Also es gibt ja ein Tier, das tatsächlich mit Schleim auf eine Weise agiert, die sehr faszinierend ist, und das sind Schnecken. Schnecken sondern etwas ab, auf dem sie sich dann fortbewegen. Das heißt, sie sind ja höchst fragile Wesen, also höchst verwundbar, wirbellose. Und sie schaffen sich einen Boden, der das, was wirklich da ist, nämlich den harten Asphalt beispielsweise, ein wenig erträglicher macht und ihnen ermöglicht, auf dieser Schleimspur zu gleiten. Das ist eigentlich eine schöne Metapher, weil das vielleicht auch, also es gibt ja so etwas wie eine Selbsteinschleimung oder Selbstbeschleimung, dass man um sich herum eine Art Film bildet, der einen davor schützt, mit der harten Struktur der Realität in Kontakt zu kommen und sich daran vielleicht irgendwie aufzureiben. Und das ist total intelligent, denn die Beschaffenheit unserer Haut und des Schutzes um uns herum, die ist insbesondere bei Menschen eine sehr kritische Angelegenheit. Das ist aber vielleicht etwas für eine andere Folge. Jedenfalls stelle ich mir vor, ein Mensch ist sozusagen selbst umhüllt von dieser Substanz des Schmeichels, was ein wenig wie Speichel klingt. Und dann, wenn sie sich bei jemand anders einschleimt, dann könnte es sein, dass sie ein wenig von dieser Substanz auf den anderen überträgt, um daran dann auch haften und sich dort bewegen, also sich am Feld des anderen auch weiter bewegen zu können. Das ist nämlich das, was, glaube ich, da passiert. Beim Schleimen geht es darum, sich beim anderen einzurichten, in dessen Leben, in dessen Wahrnehmung, in dessen Radius, und sich dort einen Platz zu machen und zu schaffen, an dem man sein kann. Und dieser Platz muss aber eben auch eine Art
Also man muss daran haften können, wenn man das will. Man muss da sozusagen die Möglichkeit haben, sich festzusetzen oder anzuschmiegen. Ja, und wenn das nicht klappt, dann, oder wenn das der andere zum Beispiel irgendwann abwirft, sich davon befreit, dann, ja, ich stelle es mir vor, wie die Schnecke, die dann plötzlich irgendwo landet und dann vermutlich ganz schön orientierungslos ist und auf diesen harten Boden dann eben doch fällt. Und nicht weiß, wo oben und unten ist. Das ist das Risiko, wenn man versucht, an anderen zu haften. Also insgesamt scheint das Schaumschlagen, Schmeicheln, Schleimen, Speichellecken und so weiter irgendwie mit dem Scheitern verbunden zu sein. Und auch dort, wie bei vielen anderen Beispielen, wo wir über Worte reden, die mit vielleicht negativen Aspekten assoziiert sind, hängt es insofern für meine Beobachtung jetzt mit dem Scheitern zusammen, als dass all das auch irgendwie versucht, das Scheitern zu verhindern, das Scheitern zu spüren, das schon geschehen ist, und in einer Weise damit umzugehen, dass man es nicht berühren will. Man will das Scheitern nicht erleben, selbst wenn es schon geschehen ist. Und ich glaube, dass ein sehr gutes Mittel, falls man Lust hat, weniger Schaum zu schlagen und zu schleimen, sein könnte, wirklich mit der Beschaffenheit von dem, was Scheitern in einem auslöst, inwiefern man sich eben daran aufreibt, das zu untersuchen, das zu integrieren, also das Scheitern tatsächlich zu bejahen. Denn wenn das nicht geht, wenn das nicht erlaubt ist, mit dem Scheitern zu sein, dann ist es völlig plausibel, Schaum zu schlagen und zu schleimen. Und dann werden wir es auch nicht los, falls wir das denn wollen. Ja, irgendwie ist es spannend. Man will nicht wirklich hingucken. Es löst eine Art Ekel aus, wenn das auffliegt. Gleichzeitig ist es überall. Und es verbirgt sich dahinter etwas, das uns über unsere Dünnhäutigkeit erzählt, das uns etwas darüber verrät, wie viel Angst wir vor Verwundung haben. Und das ist etwas, mit dem ist kein Mensch allein eigentlich, auch wenn sich exakt diese Disposition häufig als etwas zeigt, die einen sich alleine fühlen lässt. Und doch ist es eben ein fundamentaler Aspekt der menschlichen Konstitution, ein Problem mit der Wunde zu haben. Das ist der Grund, warum ich denke, dass es sich so wahnsinnig lohnt, mit allem, was auf Wunde hinweist, auf Tuchfühlung zu gehen und vielleicht es zu schaffen, wieder ein wenig mehr Intimität mit den Gründen für unser merkwürdiges Verhalten zu gehen.
danke dir, dass du bis hierhin den Gedanken gefolgt bist und wünsche dir eine schöne Zeit.